Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Proka-Podcast. Ich bin André und freue mich, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Proka. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus Ettling und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie man auch in stressigen Situationen gelassen bleibt, wie sich die Rolle am Empfang verändert hat, wie sich die Rolle natürlich auch verändern wird, gerade in Zeiten der Digitalisierung, und hören auch die ein oder andere schöne Geschichte aus Manuelas Zeit bei Brucker. Manuela, auch wenn dich hier zumindest intern fast jeder kennt, magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, klar doch. Mein Name ist Manuela Benker und ja, ich bin bei der Firma Brucker seit 2012. Ja, dann danke für die Vorstellung und lass uns starten. Ich kann mir vorstellen, dass bei deiner täglichen Arbeit oft viele Dinge gleichzeitig passieren. Wie organisierst du dich dann und hast du ein Prinzip, was zum Beispiel auch andere übernehmen könnten? Ja, also für mich ist wichtig, einfach eben die Ruhe bewahren, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und es funktioniert bei mir ganz gut. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich dich in meiner Zeit hier gestresst erlebt habe. Also du bist wirklich die Ruhe selbst. Gibt es heutzutage Fähigkeiten, die man vielleicht vor 5 oder auch vor 10 Jahren noch nicht am Empfang gebraucht hat? Ja, unbedingt die digitalen Kompetenzen, die werden einfach immer mehr und virtuelle Meetings, ja. Okay, also auch da hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, es gibt auch wirklich keinen Bereich, der noch nicht zumindest ein bisschen digitalisiert ist. Gibt es am Campus einen Ort, an den du dich gern zurückziehst, wenn du mal ein paar Minuten für dich brauchst? Ein Energiespender? Also, unser schön gestalteter Innenhof, das ist ganz toll und wurde auch richtig, richtig schön gemacht für die Mitarbeiter. Mein Arbeitsplatz selber, weil ich für mich alleine bin. Ich muss nicht teilen. Das größte Büro. Und, ja, aber auch um 12 eben mit den Kollegen in die Kantine zu gehen, also sich da ein bisschen auszutauschen, das tut einfach immer gut. Ja, der Innenhof ist wirklich schön, kann ich auch bestätigen. Und ja, der Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es ist. Man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und umso schöner ist es dann auch, wenn man sich untereinander versteht, auch mal private Dinge besprechen kann. Und letztendlich glaube ich auch, dass man dadurch dann auch im Team besser funktioniert und ja mehr zusammen leisten kann. Es gibt natürlich auch schwierige Momente auf der Arbeit. Wie bleibst du freundlich und gelassen? Vor allen Dingen auch, ja, in der, sage ich mal, Rush Hour, wenn wirklich viele Leute auf dich zustürmen, alle etwas wollen, am besten sofort, ganz, ganz verschiedene Themen gleichzeitig aufkommen. Also, meine Devise: „Im Leben geht es nicht immer darum, auf die Sonne zu warten, sondern zu lernen, auch im Regen zu tanzen.“ Okay, ganz schön philosophisch hier, aber finde ich einen sehr schönen Spruch und auch sehr, sehr passend. Welche Eigenschaften sind aus deiner Sicht essentiell für deine Arbeit am Empfang? Freundlichkeit, Gelassenheit, das sind einfach Eigenschaften, die man am Empfang haben muss. Und das habe ich bereits in mir und ja, da kann ich einfach ich selbst sein. Ja, ganz wichtige Werte, die du da genannt hast. Der Empfang ist ja wirklich auch der erste Kontaktpunkt, für die Gäste am Campus, aber natürlich auch der oder ein zentraler Kontaktpunkt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann genau wissen, wenn sie Fragen haben, sie können jederzeit, vor zum Empfang kommen. Und, von daher ist es natürlich schön, wenn man da von einer gut gelaunten, freundlichen, offenen Person begrüßt wird. Und das alles, und das ist der große Bonus, fast immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und das Lächeln ist auch ein gutes Stichwort oder ein guter Übergang. Gibt es kleine Gesten oder Worte, die aus deiner Sicht eine große Wirkung erzeugen und das dann natürlich auch nicht nur bei unseren internen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch bei unseren externen Gästen auf dem Campus? Ja, also das Lächeln, das sollte man eigentlich, nicht nur zeigen, sondern man soll es eigentlich auch fühlen und spüren und dass die anderen das auch merken. Und ich meine, einen schönen guten Morgen wünschen, auch den Kollegen 'n schönen Feierabend wünschen, das ist für mich ganz wichtig und, kommt, denke ich, auch immer ganz gut an. Sich gegenseitig unterstützen ist eine ganz wichtige Geste und zeigt auch immer große Wirkung. Und vor allem die Menschenkenntnis, die habe ich einfach in mir. Und wenn es jemand nicht gut geht, dann schaue ich auch, dass ich da einfach helfen kann, damit es der Person einfach wieder besser geht. Es sind definitiv schöne Werte und Eigenschaften und kann ich auch so bestätigen, werden viele andere Menschen am Campus hier auch, bestätigen können und finde ich sehr lobenswert, dass man auch den
ja, den Ansatz hat oder den Willen hat, Menschen zu helfen, auch in meinem Alltag nicht immer alles rosig. Von daher umso wichtiger, dass man jemand hat, der das dann auch merkt und dann einfach auch mal ein paar gute Worte findet. Genau. Man sagt ja immer so schön, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Du als Menschenkennerin, wie man gerade gehört hat oder wie wir gerade gehört haben, hast du einen Tipp, wie man seinen ersten Eindruck verbessern kann? Ganz wichtig ist einfach eine offene Körpersprache für mich, Blickkontakt halten und das Lächeln nicht vergessen. Also, ich sehe schon, wir kommen immer wieder zum Lächeln und ja, passend dazu, du warst ja auch mein erster Kontaktpunkt zu Poker, als ich vor einigen Monaten zum Vorstellungsgespräch gekommen bin. Und ja, du hast mich da sehr, sehr freundlich und mit offenen Armen empfangen, und hast mich auch beruhigt mit deiner Ausstrahlung, die du da hattest. Natürlich war ich etwas nervös und, du hast es dann geschafft, mich da runterzubringen. Nochmal vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber du hast da durchaus einen Spitznamen bei uns intern hier. Ne, ne? Unsere Chief Welcome Officerin. Je, ich meine, das ehrt mich auf jeden Fall. Da Ne, wusste ich so noch nicht. Was motiviert dich an deinem Job am meisten und wie hat sich das über die Jahre verändert? Also, für mich ist es einfach die Freude an der Tätigkeit selbst, die Mischung aus persönlichem Kontakt zu den Gästen, Kunden, internationalen Gästen, Mitarbeitern, die Übernahme von Herausforderungen eben, die persönliche Weiterentwicklung und vor allem aber auch die Wertschätzung, die ich tagtäglich zu spüren bekomme und zu hören. Ja, und das ist für mich einfach entscheidend. Ja, das klingt nach einer guten, abwechslungsreichen Mischung und ich glaube, dass jeder von uns, wenn es auch nur insgeheim ist, aber jeder von uns sucht Herausforderungen, Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Und umso schöner ist es dann auch, wenn man, ja, diese Herausforderung gemeistert hat und dafür dann auch Wertschätzung bekommt. Ein Lob tut uns allen gut, sind wir ehrlich. Auch schön, wenn nicht nur du die Menschen anlächelst, sondern auch ein Lächeln zurückbekommst im Idealfall. Auf jeden Fall. Wenn du an die Zukunft denkst, natürlich jetzt eher im beruflichen Kontext, was denkst du, wie sich deine Rolle am Empfang weiter verändern könnte? Die Rolle am Empfang, die wird sich auf jeden Fall in Richtung hybriden Funktionen verändern. Ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Routineaufgaben zu automatisieren, zum Beispiel auch die Besucheranmeldung, die Buchung der Poolfahrzeuge, es gibt so vieles. Und es wird immer wichtiger eben, dass man in der Lage ist, komplexe Probleme auch schnell und effektiv zu lösen. Mhm. Und das kann man nicht einfach eben der Technologie überlassen. Hier ist persönlicher Kontakt einfach dringend notwendig. Aus meiner Sicht wird, das auch wirklich ein hybrides Modell zunehmend, nicht nur im Empfang, sondern generell in der Arbeitswelt, haben wir ja in vieler Hinsicht schon gesehen. Ich glaube, gerade am Empfang kann die Technologie nicht alles ersetzen. Natürlich können Standardaufgaben automatisiert werden, sicherlich auch dann dadurch vereinfacht und auch, ja, Zeit eingespart werden. Im Empfang wird es nach wie vor alternativlos sein, dass man wirklich von einer Person empfangen wird, ne? Zwischenmenschliche Aspekte wie eine Empathie, auch einfach diese Ausstrahlung und ich glaube, nicht alle Werte können da von der Technologie ersetzt werden und das ist auch gut so. Ja, wir sind fast schon am Ende angelangt, Manu, und, ich bin mir sicher, dass du sehr, sehr viele verschiedene tolle Geschichten hier erlebt hast in deinen Jahren bei Poker am Empfang. Aber hast du eine besondere, die du hier teilen möchtest? Nicht nur eine, sondern auch 2. Ja, also, an was ich gerne zurückdenke, ist unsere Bauphase für den Brocker Campus hier in Ettlingen und, wir haben jedes Jahr eben passend zur Jahreszeit jetzt zu Weihnachten, einen Weihnachtsbaum Mhm. und das haben wir zu dieser Zeit, das war 2020, 21, den Weihnachtsbaum mit Werkzeug, bestückt und, Okay. statt Weihnachtskugeln und das kam richtig, richtig gut an, ja. Also, ja. Und was auch wichtig ist, das war im letzten Jahr eben, da hatten wir unseren Weihnachtsbaum mit Herzenswünschen eben erfüllt. Das heißt, wir haben das Tierheim unterstützt in Karlsruhe, die onkologische Kinderklinik in Karlsruhe, das Projekt „Keine kalten Füße“. Und ja, da hatten wir verschiedene Zettel eben an den Baum gehängt zu den Kugeln und jeder konnte sich eben dann 'nen Wunsch wegnehmen, dieses Geschenk besorgen und an Baum legen und kam auch ganz, ganz toll an. 2 wirklich schöne Geschichten und gerade noch mal auf die Sozialprojekte. Ich glaube, man kann da wirklich nie genug machen. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man, ja, Menschen helfen kann und es sind oft wirklich geringe Mittel, die man selbst einsetzen muss, um anderen Menschen wirklich eine große Freude zu machen. Und jetzt in Bezug auf die Kinderkrebshilfe, was gibt's Schöneres im Leben, als Kindern ein Lächeln in die Augen zu zaubern? Sollten wir uns definitiv beibehalten und vielleicht können wir das sogar noch ausbauen. Wir sind am Ende angekommen, aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen ohne abschließende Worte und hoffe, du magst noch was sagen?
Ja, ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bedanken, dass ich heute da sein durfte. Ich möchte mich bedanken, aber auch bei all meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich alle sehr wertschätze, und ich bin einfach glücklich und froh, dass ich hier arbeiten darf. Ja, ich glaube, das spreche ich für einige Kolleginnen und Kollegen, dass wir alle froh sind, dass du da bist und immer ein Lächeln auf den Lippen hast, immer ein offenes Ohr auch und ganz viel Herz, ausstrahlst. Und das ist auch wichtig, weil nicht jeder Tag ist ein guter Tag und auch nicht auf der Arbeit, auch nicht privat. Und von daher sind wir alle sehr froh, dass du generell da bist. Und ich bin sehr froh, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, bisschen, ja, Licht ins Dunkeln gebracht hat, was man genau im Empfang macht, wie sich die Rolle auch verändert hat. Und ja, war sehr, sehr angenehm. In dem Sinne, liebe Manu, mach's gut. Wir sehen uns, ganz, ganz oft auf dem Campus, meistens mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Auf jeden Fall. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal bei We Discover Together.